Anfang Dezember wurden die Ergebnisse der neuesten PISA-Studie veröffentlicht und der Schrecken war groß, denn die deutschen Schüler haben sehr schlecht abgeschnitten. Deutschland weit abgeschlagen im Mittelfeld und noch schlechter als der OECD-Durchschnitt. Nun, natürlich, man muss die Lage etwas differenzierter betrachten, denn die wenigsten Länder haben ja ein dreigleisiges Schulsystem wie Deutschland, also Hauptschule, Realschule, Gymnasium. Tatsächlich haben die Gymnasiasten eigentlich gar nicht so schlecht abgeschnitten, aber die Problembereiche liegen vor allen Dingen in den Haupt- und Realschulen. Nochmals zur Erinnerung, was ist eigentlich die PISA-Studie? Wie oft findet sie statt? Nun, bei PISA werden alle 3 Jahre in allen OECD-Ländern 15-jährige Schüler darauf getestet, wie gut ihre Kenntnisse in Mathematik, Naturwissenschaften und Leseverständnis sind. Wie gesagt, Deutschland hat dieses Jahr so schlecht abgeschnitten wie noch nie. Selbst bei der ersten PISA-Studie war Deutschland noch deutlich besser. Warum ist das hier für uns relevant? Nun, es ist natürlich durch die Pandemie bei vielen Eltern so ein neues Bewusstsein entstanden, dass im Grunde genommen Schule, Lernen, Bildung etwas ist, für was sie primär selbstverantwortlich sind und nicht komplett an den Staat delegieren können. Und vielleicht ist auch dort ein neues Selbstbewusstsein gewachsen, dass man tatsächlich zum Beispiel über Homeschooling und auch Online-Schooling vielleicht hier ein ganz anderes Lernen möglich machen kann. Viele Eltern fragen sich also nun nach der schlechten PISA-Studie, ist es vielleicht Zeit, ins Ausland zu gehen, damit meine Kinder hier eine bessere Bildung haben können. Viele Eltern sind ja sowieso kritisch, was das deutsche Schulsystem anbelangt. Da scheint es immer hier eine Agenda zu geben. Das wird woker und woker. Ja, also das heißt, viele deutsche Eltern sind ja sowieso misstrauisch gegenüber der Schule und da könnte eben so eine Sache wie PISA das Zünglein an der Waage sein. Du siehst das vielleicht nicht so, du findest es vielleicht komplett verrückt, dir zu überlegen, dass man auswandert, nur wegen so einer bekloppten PISA-Studie. Würde mich deine Meinung interessieren, poste doch hier bitte als Kommentar hinein. Oder auch, wenn du anderer Meinung bist, wenn du sagst, naja, also die Erziehung meiner Kinder, die Schulbildung ist mir so wichtig, dass dies ein sehr wichtiger Grund ist, ins Ausland für mich zu gehen, dass ich hier selbstbestimmt mit meinen Kindern lernen kann, dass ich entscheide, was sie lernen, dass ich entscheide, wie sie lernen, welche Inhalte vermittelt werden. Dafür würde ich auch ins Ausland umziehen. Aus meiner Erfahrung kann ich dir sagen, dass ich auf jeden Fall ins Ausland umgezogen bin, weil dort anderes Lernen möglich war als in Deutschland. Das war für mich ein wichtiger Grund. Ja? Also bei mir ging es so um Themen wie Privatschule oder Homeschooling, was ich mit meinen Kindern gemacht habe und zum Teil immer noch mache. Das waren für mich wichtige Gründe, hier letztlich diese Freiheit zu haben, ja, diese Freiheit zu haben, diese Anerkennung auch der Realität, dass Eltern ja die primären Erziehungsberechtigten sind. Es ist eben nicht der Staat, der hier letztlich von der Wiege bis zur Trage verantwortlich sind, sondern es sind die Eltern. Ja. Also auch wenn du anders denkst, es gibt viele, die tatsächlich meinen und davon überzeugt sind, dass es sich lohnt, ins Ausland umzuziehen, um den Kindern dort eine ideale Bildung zukommen zu lassen. Und deswegen sprechen wir jetzt darüber. Ja, es gibt eben viele Motivationen, ins Ausland umzuziehen. Es sind nicht immer nur steuerliche Themen. Oftmals sind es mehrere Gründe, die jemanden dazu bewegen, diesen wichtigen, diesen oftmals auch schweren und auch komplizierten Schritt zu tun. Steuern ist ein Grund mit Sicherheit, aber sicherlich auch Schulbildung ein anderer Grund. Zurück zur PISA-Studie. Was sind also nun eigentlich die Ursachen für dieses schlechte Abschneiden Deutschlands? Nun, da gibt es mehrere Meinungen. Die einen sagen, naja, Deutschland hängt hier bei der Digitalisierung doch deutlich hinterher und das hat doch hier die ganze Performance letztlich in der PISA-Studie uns verhauen. Man muss ja auch bedenken, dass hier die Daten erhoben wurden während Corona oder kurz nach der Pandemie. Das heißt, auch das ganze unabhängige Lernen zu Hause wurde letztlich hier getestet, beziehungsweise es wurde eben offengelegt, dass es nicht wirklich funktioniert hat in Deutschland, in anderen Ländern aber besser, weil diese vielleicht mehr digitalisiert werden. Das sagen wenigstens eine. Andere wiederum sagen, das deutsche Bildungssystem sei viel zu starr, sei nicht modern, auf die Anforderungen einer modernen Gesellschaft hin zugeschnitten.
Dritte wieder sagen, dass hier letztlich in Deutschland der Lehrer zum Sozialarbeiter degradiert worden ist. Es gibt lauter soziale Brennpunkte, die hier in den Schulen besonders sichtbar werden, sei es jetzt Migranten oder Kinder aus schwierigen Verhältnissen, wo letztlich die Eltern hier nicht ihre Arbeit als Erziehungsberechtigte leisten können und daher also die Kinder vielleicht weit zurück sind und mit allen möglichen Schwierigkeiten zu kämpfen haben, für welche dann der Staat aber nicht die notwendigen Ressourcen zur Verfügung stellt, damit man sich um diese Kinder kümmern kann. Und es bleibt am Lehrer hängen, der also dann, wie gesagt, mehr Sozialarbeiter ist und Lehrer. Ich möchte mich zu den Gründen nicht auslassen. Wahrscheinlich hat alles irgendwo seine Berechtigung. Wahrscheinlich ist alles irgendwo zum Teil wenigstens korrekt. Aber hier geht es ja eigentlich eben um was anderes. Ja. Hier geht es tatsächlich um die Frage, was sollen Eltern jetzt mit diesen PISA-Ergebnissen tatsächlich tun? Zunächst mal könnte man natürlich sagen, wie reagiert der Staat denn? Wie reagieren diejenigen in Deutschland, die Politiker, die verantwortlich sind auf diese Ergebnisse? Was können sie tun? Naja, also, dass überhaupt irgendwas passiert, sollten wir vielleicht nicht so viel Hoffnung haben, denn wie gesagt, vor 20 Jahren gab es ähnliche Ergebnisse. Da waren die Ergebnisse sogar noch besser. Und da ist letztlich nichts passiert. Warum sollte jetzt etwas passieren? Es gab vor kurzem eine interessante Sendung im ZDF in der Talkshow Precht. Da war nämlich der OECD-Direktor Andreas Schleicher zu Gast, der für diese PISA-Studie zuständig ist bei der OECD, der in gewisser Weise auch diese erfunden hat, sage ich jetzt mal so. Und er hat ja alle möglichen Defizite am deutschen Bildungssystem aufgezeigt, eben dass es sehr starr ist und hat hier andere Länder als Beispiele dann hochgehoben, die doch hier einiges besser machen. Ja? So gibt es zum Beispiel Länder, wo dann gerade diejenigen besonders gut bezahlt werden, die sich hier in sehr schwierigen Schulen als Lehrer einsetzen. In Deutschland ist ja so, dass die Gymnasiallehrer am meisten verdienen und Lehrer an anderen Schulen verdienen nicht so viel. Ja, das heißt also, dass grundsätzlich jene Lehrer, die in Schulen arbeiten, wo es relativ wenig soziale Probleme gibt, am meisten verdienen und Lehrer, die hier wirklich mit den schwierigen Fällen sich auseinandersetzen müssen, jeden Tag und da hart kämpfen müssen, verdienen viel weniger. Man argumentiert, das könnte möglicherweise umgekehrt sein. Andere Vorschläge, die Herr Schleicher macht, ich poste den Link übrigens hier in die Beschreibung des Videos hinein, finde ich dann eher skurril. Also er bezieht sich zum Beispiel auf China, auf die Stadt Shanghai. In Shanghai ist es wohl so, dass bei dem Social Scoring für die Lehrer mit einfließt nun, wie weit sie sich hier für sozial Schwache einsetzen in Shanghai und dort Lösungsvorschläge bieten, die dann auch von anderen Lehrern hier entsprechend diskutiert bzw. in die Tat umgesetzt werden. Warum finde ich das skurril? Naja, du kennst vielleicht das Social Scoring in China. Das ist sozusagen wie aus einem Horror-Science-Fiction-Film, wo dann letztlich das Verhalten von Personen bewertet wird und je nachdem, wie gut du dich verhältst, wie staatskonform letztlich, desto mehr Vorteile hast du dann. Ja? Zum Beispiel, desto bessere Bildungsmöglichkeiten haben deine Kinder, desto mehr Urlaub bekommst du, desto mehr Geld bekommst du. Ja? Und das ist letztlich natürlich etwas, was wir eher natürlich ablehnen hier im Westen und auch aus gutem Grund. Wie gesagt, er hält das als Beispiel hervor. Möchte ich mal sehen, was deutsche Lehrer dazu sagen. Ja? So, ihr werdet jetzt gescored hier. Jeder kriegt hier ein Social Scoring und abhängig davon, wie du dich hier einsetzt für sozial Schwache, desto besser ist dein Social Scoring. Halte ich jetzt nicht wirklich für zukunftsfähig in Deutschland, diesen Vorschlag. Also natürlich, ich kann dir sagen, bei der Politik, da wirst du sicherlich noch Jahre warten müssen, bis es da zu irgendeiner positiven Änderung kommt. Das heißt, wenn du Kinder jetzt in der Schule hast, dann wird es wahrscheinlich für die zu spät sein. Für deine Enkelkinder vielleicht nicht, aber wenn du Kinder jetzt in der Schule hast, wirst du wirklich überlegen müssen, muss ich was tun? Was muss ich tun? Was kann ich tun, wenn du hier tatsächlich eine Verbesserung für deine Kinder erreichen willst? Was kannst du also tun? Was kannst du tun vor dem Hintergrund dieser PISA-Studie? Nun, also, wenn du mehrere Kinder hast, dann würde ich dir raten, dass du jedes dieser Kinder individuell anschaust. Jedes Kind ist ja in gewisser Weise, ich sage mal so, ein Projekt. Ja? Jedes Kind hat seine individuellen Anforderungen, was für ein Kind funktioniert, mag für ein anderes Kind gar nicht funktionieren. Ja? Man kann also hier die Kinder nicht über einen Kamm scheren. Schau dir also für deine Kinder an oder für dein Kind, wie glücklich ist das Kind in der Schule? Wie sind seine Leistungen? Wie gut kommt es mit?
ist das Kind hier gerne in der Schule und dann kann dir ja im Grunde genommen die PISA-Studie völlig schnurz sein. Ja? Wenn dein Kind glücklich ist und dein Kind hat gute Leistungen und kommt gut mit im Unterricht und du kannst sehen, dass sich dein Kind auf einem guten Weg befindet, würde ich nichts machen, ehrlich gesagt. PISA-Studie hin oder her. Das ist ja auch nur eine sehr verkürzte Sicht der Dinge. Es kommt ja im Leben noch auf viel mehr an als nur Mathematik, Naturwissenschaften und Leseverständnis. Ja? Und ganz davon abgesehen, manche Kinder sind ja auch eher in anderen Bereichen begabt. Also das heißt, zu sehr überbewerten darf man das nicht. Der andere Punkt, den du vielleicht machen kannst, ist, wenn du jetzt siehst, naja, dein Kind kommt jetzt an der bestimmten Schule, wo es ist, nicht so gut mit und du hast eher den Eindruck, dass es unglücklich ist, da kann man sich vielleicht überlegen, im gleichen Ort eine andere Schule zu suchen oder eine andere Schulform, vielleicht eine Privatschule oder eine Schule wie eine Waldorfschule oder sowas, ja, wo ja ein ganz anderer Bildungsweg letztlich propagiert wird. Wer dann immer noch das Gefühl hat, dass er letztlich hier keine Lösung für seine Kinder findet, kann natürlich auch innerhalb von Deutschland irgendwo umziehen, wenn er das Gefühl hat, dass dort die Schulen irgendwo besser sind. Wenn das alles nicht funktioniert und du dir vielleicht sowieso schon den Gedanken gemacht hast, auch aus beruflicher Sicht, aus steuerlicher Sicht, aus anderen Gründen, es macht Sinn, im Ausland zu wohnen, dann kannst du dich tatsächlich hier mit dem Umzug ins Ausland auseinandersetzen. Ich mache jetzt mal eben hier die Liste auf der PISA-Länder beziehungsweise wie diese abgeschnitten haben. So, hier kann man nun sehen, wie die einzelnen Länder abgeschnitten haben. Ganz weit führend ist Singapur. Dann kommt Macau, Taiwan, Japan, Südkorea, Hongkong. Also hier die Top 6 werden ganz klar von Asien beherrscht. Dann kommt Estland, dann kommt Kanada, dann kommt Irland, dann kommt die Schweiz. Das ist also die Top 10. Ja. Dann sehen wir hier auf Platz 11 Australien, Neuseeland, dann kommt Finnland wieder, dann kommt der UK. Äh, Polen ist auf Platz 15, Österreich Platz 21, Platz 24 Deutschland. Ja. Also du siehst, Irland Platz 9, Schweiz Platz 10, das sind ja schon mal ganz realistische Länder, in die eigentlich relativ viele Deutsche umziehen können, wenn sie wollen. In Irland ist auch Homeschooling relativ weit verbreitet. Das heißt, wenn das vielleicht zunächst für dich eine Alternative wäre und später dann in der Sekundarstufe dann vielleicht die staatlichen Schulen, wäre das interessant. Ganz interessant in Irland, ich meine, ich habe ja da mal gewohnt, viele von euch wissen das. In Irland sind ja letztlich die meisten staatlichen Schulen kirchliche Schulen. Ja. Der kirchliche Sektor wird natürlich hier überwacht durch die staatlichen Schulbehörden, aber eben traditionell liegt die Erziehung und die Schulbildung in Irland in den Händen der Kirche und natürlich im Wesentlichen hier der katholischen Kirche. Schweiz eben auch Platz 10, auch hier ein natürlich sehr interessantes Land. Aus beruflicher Sicht, aus steuerlicher Sicht könnte man sich natürlich auch durchaus überlegen. Singapur ist natürlich ein sehr interessantes Land. Man sagt ja auch so die Schweiz Asiens, sehr wohlhabend, sehr weit entwickelt. Hier muss man natürlich beachten, dass hier eine komplett andere Lernkultur dann auch vorherrscht. Ja, also es ist in Singapur zum Beispiel üblich, dass Kinder schon letztlich im Grundschulalter zusätzlich neben der Schule tatsächlich Zusatzunterricht haben, wo dann richtig hier gepaukt wird, ja, was die Eltern bezahlen natürlich. Ja. Also das heißt, ob du das jetzt möchtest für dein Kind, muss man sich überlegen. Vielleicht wäre es ja tatsächlich für dich interessant, aber eben die asiatische Lernkultur ist natürlich schon etwas ganz anderes. Weitere Länder, über die wir hier bei Perspektive Ausland ja auch immer gesprochen haben und vielfach sprechen, Australien, Neuseeland, USA, Kanada, all diese Länder schneiden besser ab als Deutschland. In all diesen Ländern, wie gesagt, ist auch Homeschooling natürlich legal. Und selbst die USA schneiden bei PISA besser ab als Deutschland. Was mich persönlich natürlich selbst verwundert. Ich habe lange in den USA gelebt. Sicherlich, da gibt es schon staatliche Schulen, die gut sind, aber so im Großen und Ganzen, wenn man das jetzt gesamthaft betrachtet, hätte ich das nicht für möglich gehalten, dass hier die amerikanischen Schüler doch deutlich besser abschneiden als die Deutschen. Also hier sind nun einige Länder, die tatsächlich interessant sind, die jetzt nicht nur aus schulischer Sicht interessant sind, sondern eben auch aus Gründen wie die wir sonst ja hier ansprechen, steuerlicher Sicht oder auch Vermögensaufbau oder auch Aufbau einer neuen Karriere. Ich würde dir also empfehlen, dass du dich mal tatsächlich mit dieser Liste der PISA-Länder auseinandersetzt, dir das mal anschaust, welche Länder hier tatsächlich besser sind als Deutschland oder auch natürlich deine eigenen Bewertungskriterien hier anlegst. Wie gesagt, man darf ja so eine PISA-Studie
auch nicht überbewerten. Ja. Es gibt also tatsächlich viele Länder im Ausland, in denen ein ganz anderes Lernen möglich ist. Ein Lernen, was möglicherweise deinen Kindern mehr zusagt, ja, als jetzt die schulische Bildung, die sie in Deutschland genießen können. Wenn du jemand bist, der sich einen solchen Umzug ins Ausland überlegen kann und vorstellen kann, dann würde ich dir raten, buch doch ein Beratungsgespräch hier. Link packen wir mal hier in die Beschreibung mit rein. Wir helfen Mandanten seit fast 20 Jahren dabei, ins Ausland umzuziehen. Mein Team und ich, wir machen letztlich nichts anderes. Wir haben Steuerberater und Rechtsanwälte in vielen Ländern, die dann gemeinsam mit uns dich dabei unterstützen, hier die optimale Strategie für dein Leben im Ausland zu entwickeln. Ganz klar, Bildung ist da immer ein wichtiger Punkt. Ich habe ja selbst eine relativ große Familie. Viele von euch wissen das. Ich habe selbst 7 Kinder. Ich habe mit denen alles schon gemacht, von Homeschooling bis Privatschule, staatliche Schule. Man könnte also sagen, ich sei dort sehr versiert, bin ich aber nicht. Ich habe vielleicht viel Erfahrung gewonnen, aber wenig Weisheit. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute. Ich freue mich drauf, dein Auslandsvorhaben im persönlichen Gespräch zu besprechen. Alles Gute dir. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.